Willkommen zu einer neuen Folge von Strick mit Calypso. Heute aus dem Park in Schöneberg. Das Gras ist nass. Ich habe mein Po schon nass gemacht, aber wenigstens regnet es gerade nicht, denn dieser Sommer lässt wirklich ein bisschen zu wünschen übrig. Vor meiner Haustür habe ich leider eine Baustelle, deswegen habe ich gedacht, ich probiere mal draußen ein Video zu machen und mich dabei nicht unwohl zu fühlen, wenn Leute vorbeilaufen und ich alleine mit einer Kamera spreche. Aber was soll's. Mein Name ist Calypso und ich stricke schon seit 25 Jahren bald. Das ist mein Lieblingshobby. Auf meinem Channel geht es um das Thema Handarbeiten, Stricken, Spinnen und Umweltschutz auch in Bezug auf Textilien. Und ich versuche mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, wie viel Arbeit tatsächlich hinter unserer Kleidung steckt, damit wir sie mehr wertschätzen und dadurch im besten Fall auch unsere Umwelt ein bisschen schonen und vielleicht auch Ressourcen sparen und etwas bewusster mit unseren Ressourcen umgehen. Heute habe ich eine ganz besondere Bluse an. Das ist eine Bluse aus dem Bundesstaat Michoacán in Mexiko, genauer gesagt aus der Stadt Pátzcuaro. Pátzcuaro ist eine touristische Stadt, eine sehr, sehr schöne Stadt. Es lohnt sich auf jeden Fall, Pátzcuaro zu besichtigen. Ich werde auf meinem Channel in Zukunft demnächst auch ein Video haben über die Stadt Pátzcuaro und seine Handarbeiten. Auf meinem Channel findet ihr eben auch sehr viele Videos über Mexiko, weil ich Deutsche und Mexikanerin bin und in Mexiko gerne auf der Suche bin nach Handarbeiten und Textilkünstlerinnen. Diese Bluse hat also Berta gemacht. Berta ist eine Textilkünstlerin aus Pátzcuaro. Am Ende dieses Videos werdet ihr ein Interview mit ihr finden, natürlich mit Untertiteln, damit ihr das leicht mitverfolgen könnt. Diese Bluse ist ganz besonders, denn sie wurde von Hand bestickt und von Hand gemacht. Auf dieser Bluse erkennt man eben sehr viele Symbole aus der Region Pátzcuaro, die die Tradition, die Kultur und das Leben dort darstellen, unter anderem des indigenen Volkes der Purépechas in Mexiko im Bundesstaat Michoacán. Auf dieser Bluse sieht man zum Beispiel hier unten diese 4 Figuren, die alte Menschen darstellen. Das ist der Tanz der alten Menschen. Und darüber sieht man Köche und Köchinnen, die traditionelles Essen aus Mexiko vorbereiten. Zum Beispiel sieht man hier eine große Pfanne, das heißt Comal auf Spanisch, wo Tortillas, das heißt kleine Maisfladen, hergestellt werden. Ich habe bei Berta noch eine zweite Bluse gekauft, das ist diese hier. Im Interview erklärt uns Berta ganz genau, welche Symbolik hinter diesen Stickereien steckt. Ich finde diese Stickereien sehr, sehr schön und sie sind mit unglaublich viel Arbeit und auch Wissen verbunden. Ich werde oft gefragt, ob ich dann auch im Sommer stricke und natürlich stricke ich im Sommer. Ich stricke das ganze Jahr. In diesem Video habe ich einige fertige Projekte für euch dabei und auch Sommerprojekte. Diese Sommerprojekte sind meine eigenen Designs, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Genauer gesagt habe ich 2 Designs dieses Jahr gemacht. Das eine habe ich schon veröffentlicht, das andere kommt sicherlich ganz, ganz bald. Mit diesem ersten Design, das ist das Maracuja Top, ergänze ich meine Fruity Knitting Summer Top Collection. Das Top Maracuja wird von oben nach unten gestrickt. Es wird erst flach gestrickt von den Schultern nach unten. Oben an den Schultern, an den Trägern macht man einen provisorischen Maschenanschlag und strickt dann beide Träger separat, bis man sie dann hier mit einem weiteren provisorischen Maschenanschlag miteinander verbindet. Dasselbe macht man für den Rücken, bis man die Armausschnitte erreicht hat. Ab den Armausschnitten wird das Top dann in der Runde fertig gestrickt. Das heißt, dass es in der Länge anpassbar ist, je nachdem, ob du gerne deinen Bauchnabel zeigst, so wie ich, oder lieber nicht und das Top lieber bis zur Hüfte stricken möchtest. Dieses Top ist in 5 Größen verfügbar. Die Anleitung ist bereits online. Die findet ihr auf Ravelry und auf meiner Webseite. Ich muss sagen, das wird mein neues Lieblingstop. Bis jetzt war mein Lieblingstop das Top Cerise, das auch ziemlich beliebt ist bei euch. Aber ich glaube, Maracuja könnte Cerise ablösen. Ich habe vorne dieses sehr, sehr schöne Lochmuster gemacht, das ganz einfach zu stricken ist. In der Region von der Brust habe ich glatt rechts gestrickt, damit man dieses Top auch ohne BH tragen kann und trotzdem nicht durchgucken kann. Weiter unten habe ich dieses verschränkte Rippenmuster gemacht, das eben die Figur ein bisschen betont und dem Top etwas eine schönere Passform gibt, ohne dass man da komplizierte Zunahmen oder Abnahmen machen muss, einfach nur durch ein Rippenmuster. Der Rücken ist komplett im Lochmuster gestrickt. Dieses Lochmuster ist wie gesagt ziemlich einfach und
kann man sich sehr, sehr leicht merken. Die Kanten und Ecken hier sind versäubert, fertiggestellt mit einem I-Cord, sodass das Top auf jeden Fall ein sehr schönes Finishing hat. You filming? Yes. You only you? Yeah. Or other people? No, it's only me. Uh-huh. Yeah. Have success. Sure. Sorry, komische Unterbrechung. Leute, die sich einfach komisch einmischen. Ja, ich hoffe, dass die Kinder nicht durchs Bild laufen. Tut mir leid, wenn ihr die da so ein bisschen schreien hört. Die spielen halt einfach. Sind nicht meine Kinder und ja, das ist ein öffentlicher Park. Auf Ravelry findet ihr bereits einige Projekte von diesem Top. Vielen Dank an dieser Stelle an die Testerinnen, die dieses Top gestrickt haben. Eine Testerin hat auch eine komplette Lace-Version gemacht, das heißt, dass sie vorne auch komplett Lace gemacht hat. Die Anweisungen dafür findet ihr auch in der Anleitung. Die Anleitung ist auf Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar und ich würde mich sehr freuen, eure Projekte von dem Maracuja-Top zu sehen. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich für dieses Top das Garn von Schulana verwendet habe, das heißt Lilana. Das ist eine Mischung aus Leinen und Wolle. Das finde ich super angenehm, hat ein super angenehmes Tragegefühl, denn ich habe die Vorteile von Wolle. Wolle ist atmungsaktiv und kann Feuchtigkeit gut aufnehmen, zum Beispiel wenn ich schwitze. Gleichzeitig hatte ich die Frische und die Leichtigkeit von Leinen und auch die Elastizität von Wolle, sodass die Passform von diesem Top auch erhalten bleibt. Mit Sicherheit könnt ihr euch an dieses Design erinnern, das habe ich letztes Jahr veröffentlicht, das ist der Flower Rain Cardigan. Diesen Cardigan habe ich in Kollaboration gemacht mit der Marke Manos del Uruguay. Manos del Uruguay hat sehr, sehr schöne Garne. Das ist ein 100% Merino, wenn ich mich richtig erinnere, Superwash. Das Garn heißt auf jeden Fall Alegria und hat auch ein super simples Lochmuster, das ich euch ans Herz lege nachzustricken. Passend zu dem Flower Rain Cardigan habe ich einen Top dazu gestrickt. Eine Zuschauerin unter euch hatte die Idee, einen Twin-Set zu machen, weil ich eben noch Garn übrig hatte von Alegria. Und ich habe ein super hübsches Top gemacht, das man beidseitig tragen kann. Das heißt, man kann es so rum tragen oder auch so rum. Ich habe das auch mit I-Cords hier fertiggestellt an den Kanten, sowie hier unten. Hier unten findet man das Lochmuster wieder. Der ganze Rücken ist im selben Muster wie der Flower Rain Cardigan. An den Seiten habe ich verschränkte Rippen gemacht als extra Detail. Und das Spannende eben an diesem Top ist, dass Vorderteil und Rückenteil reversibel sind. Das heißt, ich kann es so rumtragen oder andersherum. Wenn ich das so rumtrage, würde ich empfehlen, da schon ein BH drunter zu ziehen, aber andersherum finde ich das jetzt nicht unbedingt notwendig. Ich füge euch hier ein paar Fotos ein, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das getragen aussieht. Und das Schöne ist eben, dass der Halsausschnitt bzw. Rückenausschnitt vorne und hinten unterschiedlich ist. Also je nach Laune oder je nach Anlass möchte ich ein bisschen braver sein, tagsüber ins Büro gehen, trage ich vielleicht diese Seite vorne. Gehe ich vielleicht abends auf ein Event oder treffe mich mit jemandem, dann kann ich vielleicht diese Seite vorne tragen und einen schönen Ausschnitt haben. Ein bisschen was verraten, aber elegant dabei sein und am besten empfehle ich hier schon ein BH drunter zu tragen. Ja, genau. Über dieses Top freue ich mich auch sehr. Ich finde, das ist super schön gelungen und die Anleitung wird da auch ganz, ganz bald verfügbar sein. Für das Flower Rain Top und das Flower Rain Cardigan gibt es auch auf meinem YouTube-Channel einige Tutorials, wie man zum Beispiel diese I-Cords an den Kanten finisht. Diese Tutorials können auch hilfreich sein, um das Top Maracuja und das Top Cerise und auch das Top Limon, das heißt die Tops aus der Fruity Knitting Summer Top Collection zu stricken. Die Fruity Knitting Summer Top Collection ist auch zusammen erhältlich, also man kann alle drei Anleitungen gleichzeitig kaufen. Auf Ravelry sind sie zusammen verfügbar und es ist etwas günstiger, wenn man alle drei gleichzeitig kauft. Bald wird also auch das Flower Rain Top verfügbar sein und vielleicht werde ich ja auch die Anleitungen im Doppelpack anbieten, damit ihr beides zusammen stricken könnt oder auch nur eins von beiden. Alle meine Anleitungen wurden professionell tech-editiert. Das bedeutet, dass eine Expertin für Strickanleitungen nochmal über meine Anleitungen drüber schaut, sie korrigiert, verbessert und auch die Größen nochmal ausrechnet und die Zahlen dann nochmal optimiert und sicherstellt, dass die Größen richtig ausgerechnet sind.
Das heißt, alle meine Anleitungen sind immer in mehreren Größen verfügbar, entweder 5 oder 9, je nachdem welches Design. Ich versuche also meine Anleitungen so inklusiv wie möglich zu machen, damit alle Freude daran haben können oder so viele Leute wie möglich, so viele Strickerinnen wie möglich eine Freude haben können. Weiter geht's mit meinen fertigen Projekten. Ich habe in den letzten Wochen 2 Pullover fertig gestrickt, die ich auch schon ziemlich viel getragen habe. Der erste Pullover ist der Charlie Pullover von Moreka Knits. Den trage ich super gerne. Ich habe den mit einem Garn von Vega Knits gemacht. Der sitzt super gut. Das Garn ist so angenehm. Es ist super luxuriös, sehr, sehr weich. Es hat großen Spaß gemacht, damit zu stricken. Das Interessante an diesem Pullover ist die Konstruktion der Schultern. Das ist eine Sattelschulterkonstruktion und natürlich dieser Statement-Kragen hier, der dieses schlichte Teil, diesen Air Basic Pullover auf jeden Fall nochmal etwas Peps und ja, ein kleines Statement vergibt. Ich habe den Pullover etwas kürzer gemacht als in der Anleitung und auch etwas angepasster an meine Figur. In der Anleitung ist der Pullover eher gerade geschnitten und ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, ob ich Abnahmen gemacht habe, aber auf jeden Fall habe ich die Maschenanzahl etwas angepasst. Ich habe nämlich oben eine größere Größe gestrickt als unten, weil ich eben etwas breitere Schultern habe, wollte ich sicher gehen, dass es oben herum passt, und unten herum habe ich die kleinere Größe gemacht. Das heißt, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich an den Unterarmen hier weniger Maschen angeschlagen als, also so viele Maschen angeschlagen für die kleinere Größe, und dadurch ist der Körper hier ein bisschen eng anliegender. Ich bin super glücklich mit diesem Pullover. Ich habe den schon ziemlich viel getragen. Das Garn ist auch schön, es peelt ganz leicht, aber jetzt normal viel, also stört mich überhaupt nicht. Und ja, ich hatte den schon im Urlaub dabei. Ich bin einfach super glücklich mit diesem Pullover. Die Anleitung kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was ich ganz leicht schade finde, ist, dass es in der Anleitung nur ein einziges Foto gibt, und auf Ravelry gibt es zum Glück viele Projekte, wo man nachgucken kann, wie der Pullover aussieht. Die Anleitung ist also sehr, sehr gut geschrieben und auch sehr leicht zu verwenden. Es gibt auch Tutorials dazu, Videotutorials dazu. Schade finde ich eben, dass es nur ein Foto gibt, das sehr, sehr nah ist. Das bedeutet, dass man nicht den gesamten Pullover sieht und nicht sehen kann, wie der am Körper aussieht, sondern eben man hat nur so einen Ausschnitt. Das finde ich ein bisschen schade, aber sonst finde ich die Anleitung wirklich super und ich kann sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Das zweite Projekt, das ich in den letzten Wochen fertiggestellt habe, ist dieser Pullover. Das ist ein UFO, den ich gemacht hatte oder den ich hatte. Diesen UFO habe ich vorgestellt in Video Nummer 33. Endlich ist er fertig und ich füge euch hier ein paar Fotos ein, wie der getragen aussieht. Ich kann ihn auch gleich anziehen. Das ist ein Pullover, den ich aus selbstgesponnenem Garn gemacht habe. Also das ist alles Merino, außer das Graue, das ist Alpaka-Garn. Habe ich alles selbst an meinem Spinnrad gesponnen und diesen Pullover habe ich vor 10 Jahren oder so angefangen. Wenn du die genaue Geschichte, etwas ausführlichere Geschichte zu diesem Pullover erfahren möchtest, dann schau gerne mein Video Nummer 33, das ich vor kurzem hier gepostet habe. Und es ist auch reversibel. Ihr merkt, ich stehe total auf Sachen, die man beidseitig tragen kann, damit man ein bisschen mehr Spaß hat und ein bisschen mehr variieren kann. Ich hatte diesen Teil eben vor ganz, ganz vielen Jahren gestrickt. Diese Seite, da war ich noch nicht so super Expertin bei Colorwork, deswegen ist es hier ein bisschen gewellt, dieses Grüne, weil ich hier die Fadenspannung nicht so gut gemacht hatte, aber ich finde das nicht so schlimm. Ehrlich gesagt bringt es hier noch so ein bisschen Relief mit rein in den Pullover. Und diese Seite habe ich eben vor kurzem fertig gestrickt, auch mit Colorwork, und hier sieht man eindeutig, dass meine Fäden etwas schöner sind, die Fadenspannung, und ja, ich mittlerweile Colorwork gut kann. Ja, das ist ein Pullover, den ich so rumgestrickt habe, also über die Schultern drüber und auf der anderen Seite wieder runter. Da ich eben nicht so viel Garn hatte, war ich am Anfang etwas sparsam und habe den ganz leicht knapp klein gestrickt, und deswegen habe ich nachträglich hier noch diese braunen Einsätze hier rein gemacht. Dieses braune Garn ist übrigens auch erst später dazugekommen, als ich gemerkt habe, dass ich von den anderen Farben wahrscheinlich nicht genug habe, um den ganzen Pullover fertigzustellen, habe ich mir eben noch bei KnitArt ist ein Online-Shop und auch ein physischer Shop, ich glaube in NRW, wo ich gerne Fasern kaufe zum Spinnen.
Und da habe ich mir eben dieses Schokobraune noch dazu bestellt gehabt vor ganz, ganz langer Zeit, um diesen Pullover jetzt endlich fertigzustellen. Ich finde den super toll. Ich habe den jetzt auch bei warmen Temperaturen getragen. Also entweder so rum oder andersherum. Da er kurze Ärmel hat und hier luftig ist, finde ich das jetzt auch bei 25 Grad, kann man angenehm tragen und schützt auch vor der Sonne ganz, ganz gut. Oder so rum ist die andere Variante. Er ist also sehr bequem und auf jeden Fall knallig und ausgefallen. Deswegen mag ich den total gerne und ich freue mich drauf, den auch im Winter, Herbst, Winter zu tragen. Vielleicht mit etwas langärmigem darunter. Es ist Sommer, ich glaube Schulferien haben angefangen und Kinder spielen im Park. Ist auf jeden Fall lebhaft, obwohl es vormittags ist. Und ja, ich zeige euch noch mein aktuelles Projekt. Das möchte ich fertig machen, bevor ich etwas Neues anschlage. Denn dieses Lochmuster ist etwas aufwendig hier. Für dieses Lochmuster, das heißt Shower Stitch, habe ich auf meinem Channel auch ein Demo-Video gemacht, in dem ich vor allem die komplizierten Abschnitte von diesem Muster erkläre. Ich habe also nicht insgesamt ein Tutorial gemacht für das komplette Muster, weil das ein Muster ist aus dem Buch von Barbara G. Walker. Und das ist auch ziemlich aufwendig, dieses Muster, deswegen wäre das Video sonst ein bisschen lang geworden, aber ihr könnt euch das auf jeden Fall mal anschauen, diese Demo. Und da erkläre ich eben die komplizierten Abschnitte von diesem Lochmuster, das super viel Spaß macht zu stricken und auch sehr, sehr schön ist vor allem. Dieses Oberteil, ich würde sagen, das ist wie eine Bluse, stricke ich mit einem Garn von Felici Punto. Das ist einerseits dieses Mohair von Felici Punto und das hier, das ist eine Mischung aus Seide, Leinen und Wolle, auch von Felici Punto. Es ist ein sehr super schön, traumhaft luxuriöses Garn, das ich mir gekauft hatte auf dem Barcelona Knits Festival vor bald 2 Jahren. Über das Barcelona Knits Festival habe ich damals auch ein Video gemacht, das ihr euch gerne auf meinem Channel anschauen könnt. Und ja, so sieht es also gerade aus. Das ist der Rücken, den habe ich schon komplett fertig gemacht. Da habe ich eben Abschnitte gemacht aus Lace und aus dem anderen Garn, weil ich gerne wollte, dass der Farbverlauf schön zur Geltung kommt. Und vorne habe ich mir etwas Ausgefalleneres ausgedacht, weil ich hier diese Vorderteile seitlich stricke. Das heißt, ich habe an den Seiten Maschen aufgenommen und stricke eben nach innen von beiden Seiten aus. Und hier habe ich verkürzte Reihen gemacht, sodass man vorne so ein ganz kleines bisschen durchgucken kann. Das heißt, wenn ich eine Bluse drunter habe, dann würde man die hier vorne etwas rausgucken sehen. Und ja, jetzt bin ich hier gerade dabei, das Vorderteil, also hier diesen Abschnitt zu stricken. Und mal sehen, vielleicht muss ich das hier etwas erweitern, damit ich genug Platz habe für meine Schultern. Und ich glaube schon, dass ich noch genug Garn habe, um lange Ärmel zu machen oder 3/4 Ärmel. Ich weiß noch nicht genau, wie das wird. Das ist nämlich eine Bluse, die ich improvisiere und eben nicht nach Anleitung stricke, weil ich gerne Dinge einfach improvisiere und nicht so gerne nach Anleitung stricke. Wenn ihr das gerne auch ausprobieren möchtet, dann lade ich euch ein, meine Videos über Kreativität zu schauen. Da gebe ich euch etwas Handwerkszeug, wie ihr eure Kleidungsstücke auch selber improvisieren könnt und auch besser an euren persönlichen Geschmack anpassen könnt. Kreativität ist nämlich ganz, ganz wichtig beim Stricken und ich finde es ein bisschen langweilig, einfach nur alle Mainstream-Designs nachzustricken. Ich stricke auch gerne Designs von, die sehr, sehr beliebt sind. Das ist auf jeden Fall nichts Falsches dran und auch keine Kritik an niemanden. Aber ich finde es auch cool, wenn man die Möglichkeit hat, durch seine Handarbeiten sich auch etwas mehr auszuleben und seine Kreativität auszuleben. Das möchte ich euch ein bisschen ans Herz legen, deswegen lade ich euch ein, meine Videos über Kreativität und Stricken hier auf meinem Channel zu schauen. Ich bin also ganz, ganz gespannt, wie diese Bluse am Ende sein wird und ehrlich gesagt freue ich mich schon ganz, ganz doll auf die Ärmel, die ich einfach nur glatt rechts in diesem Garn stricken werde und ich werde auf jeden Fall noch was übrig bleiben. Vielleicht stricke ich einfach einen Top dazu, dass ich dann dazu hier drunter tragen kann. Das wäre dann wahrscheinlich am besten so als Leinwand unter diesem Lochmuster, dann dieses Garn zu haben als Top darunter. Fällt mir gerade ein, während ich rede. Und ja, dieses Lochmuster macht Spaß. Es ist aber auf beiden Seiten, also hin und rück rein strickt man das. Deswegen muss ich mich da konzentrieren und brauche da etwas mehr Zeit. Und ja, es ist auch schön. Stricken ist ein langsames Hobby. Ich habe es nicht eilig.
fertig zu werden. Ich möchte erst das fertig machen, bevor ich etwas Neues anschlage. Mein Po wird jetzt langsam ein bisschen nass, weil ich im Grasschlamm sitze. Ich sitze hier im Schöneberger Sumpf. Und ja, ich freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Schau gerne auf meiner Internetseite vorbei. Schau gerne alle meine anderen Videos an und vor allem bleib dran für das Interview mit Berta, die diese wunderschönen Blusen und auch andere Teile von Hand mit sehr viel Geduld und sehr viel Expertise bestickt. Dieses Interview ist auf jeden Fall herzerwärmend und für mich sehr bedeutungsvoll. Deswegen lade ich dich ein, das zu schauen und hier dran zu bleiben. Ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Video. Ich bin ganz verzaubert von der kreativen Energie, die ich hier verspüre. Estamos en la casa de los 11 patios con la señora Berta, que es artesana, de aquí de la región de Pátzcuaro, en Michoacán, de la región de los purépechas, y nos va a explicar qué es lo que representan estos bordados hermosos de aquí de la región, por favor. Sí. Señora Pues Berta. mira, nosotros somos artesanas iniciadoras de este bordado. En 1989 nos pidieron un nuevo diseño y yo hice una Navidad que tengo aquí en mi puesto, te lo voy a mostrar. Y lo metí a un concurso y me gané un especial. Fue mi primer trabajo que yo hice, tenía 19 años. Entonces de allí ya empezamos a hacer que la boda, que el Corpus, que la Navidad, a rescatar todas las historias que estaban perdidas. Entonces este trabajo, si tú ves, aquí te cuento una historia. Aquí está el ranchito, los leñadores, las mariposas monarcas, está todo lo que es las regiones de nuestros pueblos indígenas, la mariposa monarca, la danza de la botella, las cocineras tradicionales y el lago de Pátzcuaro. Aquí son los sellos arqueológicos que están en Tzintzuntzan. Eso representa nuestras historias. Nuestras historias son danzas, historias y tradiciones. Tradiciones porque la manta es tradicional de los telares. Aquí en Pátzcuaro están los telares en los octipatios. Allí te muestran cómo así la manta. Los bordados, nuestras historias, nosotros las bordamos, las plasmamos y luego agarramos los colores que van luciendo bonitos para que el artista que se los lleve como ustedes queden maravillados y se lleven un pedacito de nuestro amor y de nuestro corazón allí y se acuerden de nosotros. Estamos aquí en la casa de los 11 patios, en la planta alta del baño de las monjas. Los que gusten visitarnos, con todo gusto les damos la explicación. ¿Cómo se llama su taller, señora? Mi taller se llama Bordados. Tzintzuntzan. Bordados Tzintzuntzan. Muchísimas gracias, señora Berta. Sí, aquí estamos para servirles. Con todo gusto y bienvenidas, con todo el amor del mundo las recibimos. Gracias. No, ¿por qué, feito? Fue el primero que dibujé. No, está bien detalladito, señora, mire. Sí. En 1989 lo hizo. Ajá, Es sí. un nacimiento. Allí tengo mi diploma que donde lo metí al primer concurso. Y se ganó un concurso entonces. Sí, un especial. La piñatita. Sí, el pesebre. ¿Este qué decía? Estas son los pastores. Ah, pastores. Estas las pastorcitas, Ah. los animalitos, el pesebre, la estrella, el arcoíris de colores, las nubes, el sol. Y acá, pues ya, aquí están repartiendo los ponches. Ah, sí, es cierto. Y aquí el están ponche. quebrando la piñata. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Este señor, ¿qué está haciendo? Él está allí, van allí, acá está otro árbol, van a amarrar allí un lazo para la piñata. Para la piñata. Pero no les gustó y mejor acá lo pusieron. Ah, mira. ¿Y este que es flor? Ajá. Este lleva Él flor. pues cortan, recolectan en el campo todo para hacer el pesebre.
pesebre. Sí, esta es la tuna. Ajá, Está sí. recolectando Sí, tuna con ajá. florecitas. Sí, aquí van a guisar el ponche. Ponche. Y aquí Ajá, sí. sus jarritas. Y los chamacos ya bien dados con la Sí, piñata. Bertas Designs sind atemberaubend. Sie ist unglaublich geschickt und kreativ. Ich war wirklich hin und weg von ihrer Arbeit, die voller Geschichten, Traditionen, Erzählungen und sehr viel Herzblut stecken.